Hallo und herzlich willkommen zum ersten Making-of zu Ghostbusters Stop-Motion Fanfilm. Schön, dass ihr mit dabei seid. Bevor wir richtig loslegen können, erstmal ein riesen Dankeschön für diese vielen tollen Kommentare, das positive Feedback, diese unglaubliche Unterstützung. Wow, damit haben wir echt nicht gerechnet. Und das Beste daran ist, wir sind jetzt mega motiviert, um weiterzumachen. Über ein Jahr ist es jetzt her, als Ghostbusters veröffentlicht wurde, und in der Zeit ist natürlich einiges passiert auf YouTube und auf den Filmfestivals, wo wir eingeladen wurden. Und was genau da abgegangen ist, das schauen wir uns nachher genauer an. Des Weiteren gab es Anfang Mai eine kleine Überraschung, eine News, wo stand Ghostbusters 2, der Stop-Motion-Fanfilm Das Tor der Dimensionen, wird produziert. Und wie weit wir mit der Produktion sind, da schauen wir rein, aber da wird es nur einen ganz kleinen Einblick geben. Des Weiteren haben wir heute einen sehr tollen Gast, und das ist Thomas Zeug. Und den kenne ich, glaube ich, schon 20 Jahre lang. Und er hat an allen 3 Filmprojekten, die ich bis jetzt produziert habe, mitgearbeitet. Bei Star Trek Enterprise, der Zeitspiegel, hat er Trip Tucker synchronisiert. Bei Star Trek Enterprise 2, der Anfang vom Ende, da hatte er die Lippenbewegung mit Hilfe von After Effects hergestellt. Und diesmal bei Ghostbusters hat er die Lippenbewegung mit Hilfe von KI erstellt. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also, genug geredet, jetzt hat das Wort der Thomas. Viel Spaß! Hi, ich bin der Thomas Zeug, VFX-Artist und Filmemacher und war beim Ghostbusters-Fanfilm verantwortlich für die Mundbewegungen der Figuren. Na klar, kenn ich. Aber was heißt das jetzt für uns? Ich habe für den Jürgen damals schon beim Star Trek Enterprise-Fanfilm das Sprechen der Charaktere animiert. Damals noch relativ simpel. Der Mund hat sich einfach nur passend zum Text aufgeklappt. Für Ghostbusters wollte ich noch einen Schritt weiter gehen. Inzwischen gibt es ja mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Tools, die den Mund auf noch viel menschlichere Art und Weise bewegen können. Sehr interessant. Und diese neue Technik habe ich dem Jürgen am Anfang erst mal in einem Testvideo vorgestellt und er war sofort total begeistert. Es bringt natürlich trotzdem ganz eigene Herausforderungen mit sich. Die Bildqualität leidet ein bisschen durch die Verarbeitung durch KI. Deswegen mussten in jedem Shot alle Münder penibel ausmaskiert werden. Zudem macht die KI oft auch einfach nicht das, was man von ihr will. Oh Mann. Und deswegen ist dann doch noch viel Handarbeit notwendig, um ein cooles Ergebnis zu erzielen. Siehst du, Ray? So macht man das. Ich finde aber, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und es wertet den Film definitiv noch mal ein Stück auf. Inzwischen hat sich die Technik aber sogar wieder weiterentwickelt. Es geht echt rasend schnell. Ich sollte langsam Gefahrenzuschlag verlangen. Drum schauen wir mal, was wir beim nächsten Projekt noch so alles rausholen können. Vielen Dank, Thomas, für diesen spannenden Einblick in die Bearbeitung der Lippenbewegung mit Hilfe von KI. Und man konnte hier wirklich deutlich sehen, wie viel Arbeit noch reingesteckt wird, bevor ein richtig gutes Resultat herauskommt. Vielen Dank für deine Arbeit. Und wie wäre es mit Ghostbusters 2 als nächstes Projekt? Okay, kommen wir zum Rückblick. Ich habe mich intensiv auf dieses Making-of vorbereitet und habe nochmal alle Kommentare auf YouTube mir durchgelesen. Und ich bin immer noch sprachlos. Wow! Wie am Anfang schon gesagt, wir haben damit nicht gerechnet. Des Weiteren haben wir zurzeit knapp 3000 positiv und gerade mal 33 negativ. Vielen herzlichen Dank. Das ist unglaublich. Nicht mehr so einen großen Erfolg hatten wir mit Star Trek Enterprise 2, der Anfang vom Ende. Dankeschön. So, und wir waren noch auf einige Filmfestivals eingeladen. Und was da alles so abgegangen ist, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Viel Spaß! Ist eine Kinoweltpremiere. Ja, also der Film ist noch gar nicht so lange draußen, der ist erst ein paar Tage quasi auf YouTube abrufbar, aber im Kino. Und eine Kinopremiere hat er noch nicht. Und deswegen ist das hier so ein richtiges Special. Wie gesagt, macht Fotos davon, redet mit Jürgen und viel Spaß.
an. Eine Art Teleportation. Das ist unsere Chance. Augen zu und durch. Da wir ja auch im selben Boot sitzen als Filmemacher, wo nimmst du die Motivation her, so ein Projekt überhaupt anzufangen? Dann kauft die Grün. Ja, wie soll man das sagen? Ich finde es immer wieder faszinierend, wie eine Idee immer weiter wächst und wie man dann halt sieht, was daraus wird. Bei Ghostbusters war es mega Glück, dass wir das Kernteam von Star Trek wieder zusammengeführt haben. Und ich finde, Ghostbusters ist eigentlich unser Glanzstück, was wir bis jetzt hinbekommen haben, dass diese ganzen Gags, die wir damals geschrieben haben, auch jetzt nach 8 Jahren noch ankommen. Wenn man bedenkt, dass 2016 der Film mit den Frauen war. Von den Animationen mit den realen Figuren und den realen Modellen. Ja. Ja, und für uns Star Trek-Fans kennt ihr sicherlich auch das von Benjamin Stöwe, das Museum, und da findet ihr zum Beispiel auch Requisiten, die Jürgen gebaut hat, von der Enterprise-Brücke. Ja, wir haben in dem Film sehr, sehr viele Easter Eggs drin, also da ist auch Bernhard Bianca drin. Ja, da gibt's eine ganz gute Anekdote. Die Macher von Bernhard Bianca, die haben damals im ersten Teil sich einen Scherz erlaubt. Da gibt es so eine Flugszene, wenn dann vorbeifliegt, dann sieht man kurz eine nackte Frau. So viel zum Kinderfilm. Da muss man mal einen Stopp machen. Und die Szene haben wir natürlich auch drin, aber die wird keiner entdecken. Ich weiß, wo sie ist, aber... 84 Jahre Senior Award. Zwar ohne Zauberstab und Schwert, aber dafür mit ganz viel Mut, Motivation und Kreativität. Und deshalb heißt es auch heute wieder Bühne frei für eure wundervollen Visionen und Geschichten. Den Ector 1 in 1:6 gehabt für den Film. 1:6? Ja. Wie groß ist das? Geil. Ja. Wieso ist der nicht hier dabei jetzt? Der hat auch sein Gewicht. Glaube ich ja. Und es sind sehr viele Requisiten für den Stop-Motion-Film gebaut worden, wie zum Beispiel die Feuerwache, der Gozer-Tempel und so weiter. Also, hast du das alles selber gebaut? Ja. Also, wir sehen gleich einen richtig coolen Film. Es steckt eine Menge Arbeit drin, in jedem einzelnen Frame. Was ich noch sagen wollte, auch Quicke und Hammond sind dabei. Ne? Sind sie? Ja, der Comic. Stimmt, ja. Sorry, wie lange ist das her, dass ich das geschickt habe? Das ist 7, 8 Jahre her. Du kannst nicht erwarten, dass ich mich an sowas erinnere. Hast du den Film noch nicht geguckt? Doch, aber ich weiß noch nicht mehr, was ich heute gefrühstückt habe. Also gut, genau. Also freut euch drauf, ist richtig geil. Wertschätzt jeden einzelnen Frame, den ihr hier seht. Da steckt richtig viel Arbeit drin und ich wünsche euch viel Spaß. Ja. Wünsche ich auch. Also. Wir haben 8 Jahre an diesem Film gearbeitet. Also wir haben ein kleines Team von 11 Leuten ungefähr gehabt.
Und die ganzen Sets müssen ja auch gebaut werden. Also alles, was man in dem Film gesehen hat, ist alles von uns gewesen, außer die Figuren, die von Braithwaite sind. Ich will mich einfach mal herzlich bedanken, dass wir hier überhaupt eingeladen worden sind, weil Fanfilme ist immer sehr schwer, bei Festivals dabei zu sein, und deswegen recht herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne, Dankeschön. Also du weißt schon, als du versucht hast, Manhattan mit deinen süßen Pranken platt zu machen. Das geht jetzt in eine völlig falsche Richtung. Und, Peter? Zu welchem Schluss kommst du an diesem Teil deiner Verhaltensforschung? Der Proband ist völlig ungeeignet. Ja, das waren die ersten Filmfestivals, in denen wir eingeladen wurden. Und Filmfestivals sind richtig gut dafür, um zu schauen, wie das Publikum auf den Film so reagiert. Ob sie an den richtigen Stellen zum Beispiel lachen. Und da konnten wir einiges mitnehmen, und das ist natürlich auch in das neue Drehbuch in Ghostbusters 2 mit eingeflossen. Ghostbusters 2, das Tor der Dimensionen. Etwas Neues wartet bereits im Verborgenen, etwas Großes und Gefährliches. Die Zeichen stehen längst auf Veränderung, und das nächste Kapitel hat bereits begonnen. Was euch erwartet, wird intensiver, düsterer und bringt die Ghostbusters an ihre Grenzen. Seid bereit für einen ersten Blick auf das, was noch kommt. Ja, es wird wahr. Ghostbusters 2 wird produziert. Und wir haben das Drehbuch sage und schreibe mit 50 Seiten schon fertiggestellt. Und wenn man bedenkt, 50 Seiten, eine Seite Drehbuch, sagt man immer, ist 1 Minute Film. Das heißt, der Film wird voraussichtlich 50 Minuten lang. Das erste Set habe ich jetzt auch schon angefangen zu bauen. Es wird eine alte Bibliothek, nur mal so am Rande. Und es werden noch andere, weitere große Sets gebaut für diesen Film. Des Weiteren, wie es in der News am Anfang Mai stand, ist immer noch der Plan, dass wir Ende 2026 mit dem Stop-Motion-Dreh anfangen werden und auch mit den GGIs, was der Malte dann wieder übernimmt. Das Kernteam ist wieder mit dabei und ja, wünscht uns einfach viel Glück, dass es nicht wieder 8 Jahre dauern wird. Ja, wie gesagt, erstmal ein ganz kleiner Einblick, aber das hier war nicht das letzte Making-of. Es werden noch einige Folgen von Ghostbusters 1 und natürlich schauen wir dann immer auf den aktuellen Stand von Ghostbusters 2. Wir sehen uns ungefähr in 3 Monaten wieder beim nächsten Making-of und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin gilt, keine Panik, wir sind bereit.